Wer in den letzten Tagen auf YouTube unterwegs war, der wird sich fragen, was in Gottes Namen geht bitte bei OpenAI ab? Die hauen ein Update nach dem nächsten raus. Sie nennen es Shipmas, ist ja kurz vor Weihnachten. Und da wir schon einige Videos vorproduziert haben für die Feiertage, habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt hier real life, in quasi echt, mitten während Shipmas, das Update auf, von dem ich glaube, das solltet ihr wissen. Hier sind die Punkte, die für euch relevant sind, wenn ihr sagt, ihr wollt professionell mit ChatGPT in 2025 arbeiten. Hier schon mal 6 Highlights von Shipmas und ein 7. Bonus-Highlight. Also, OpenAI liefert jeden Tag kleine Neuerungen. Und diese Neuerungen verbessern das Produkt. Das heißt, es geht hier nicht nur um die Modelle an sich, sondern es geht auch um das gesamte System ChatGPT. Und ich nenne es mittlerweile ein System, weil es wie ein Operating System, wie ein Computer bzw. wie ein Programm ist, mit dem man den ganzen Alltag bestreiten kann. Und das ist tatsächlich wirklich auch der Fall. Es gibt verschiedene Versionen. Ihr habt Personal Accounts und ihr habt Professional Accounts. In diesen beiden kann man weiterhin trennen. Die Professional Accounts, das sind Teams und Enterprise. Und bei den Personal Accounts habt ihr den Free Account, ihr habt den Plus Account und dann habt ihr den Pro Account für schlappe $200 im Monat. Wichtig ist, nicht alle diese Updates betreffen alle diese Accounts. Die sind unterschiedlich. Und wenn ich von diesen verschiedenen jetzt spreche, versuche ich das einzuordnen. Warum ist Sora nicht ganz vorne und was ist Sora nochmal ganz genau? Sora ist das Videotool von ChatGPT. Ihr gebt einen Prompt ein und ihr bekommt ein fertiges Video rausgeneriert. Und das ist ein echt spezielles Tool und es ist zum einen erstmal super krass, dass das geht und dass das so gut geht und zum anderen auch jetzt wieder hier, wie OpenAI ein System draus gemacht hat, mit dem man halt auch wirklich dafür sorgen kann, dass man unten die Abstände verringert, um zu schauen, was soll dazwischen gepromptet werden, dass die Szene sich entsprechend verändert und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Sora hat 2 Varianten. Die eine ist für quasi alles, was auf Plus-Größenordnung ist, so um die $20 im Monat. Dann habt ihr 50 Priority-Videos, 1000 Credits sagen sie hier und eben nur eine 720p Resolution. Bei dem Pro-Account, also das, was ich habe, diese €200 im Monat, da habt ihr dann 500 Priority-Videos, die sind 20 Sekunden lang, oben sind sie nur 5 Sekunden und dann eben tatsächlich Full HD. Vor allem muss es noch alles mit VPN funktionieren. Das rollt alles nach und nach aus, gerade in Europa. Zum Rumspielen ganz nice, aber wie gesagt, über den normalen Account noch nicht möglich. Und einige, weiß ich, haben keinen Bock, VPN anzuschmeißen, sagen, das ist mir zu blöd. Für mich ist es auch nicht das hottest Update draußen, obwohl es Anfang des Jahres das krasseste Ding war. Aber es gibt eben mittlerweile verdammt gute Video-Engines wie Runway auch, die wir auch gerne benutzen. Und Sora ist definitiv nicht der einzige Player hier draußen. Projects haben wir in München schon sehen dürfen, als wir vor Ort waren bei dem OpenAI-Event. Aber wir durften es halt noch nicht zeigen. Das Geile ist, man merkt daran, wie ChatGPT insgesamt kollaborativer wird, aber vor allem auch professioneller. Das heißt, ihr könnt eure Themen in Projekten organisieren, ihr könnt eben Dateien hinzufügen, ihr könnt verschiedene Sachen dort tun, wie weiß ich nicht, Prompts spezifizieren, die Dateien beisammenhalten. Das heißt, alles, was ihr vorher in verschiedenen Tools gemacht habt, macht ihr jetzt an einer Stelle. Und das zeigt eben wieder auch ganz klar, wie ChatGPT mehr und mehr und mehr zu einem System wird. Jetzt haben wir die beiden Dateien reingeladen und genau, jetzt hängen die an dem Projekt, lege fest, wie ChatGPT in diesem Projekt antworten soll. Das heißt, ich kann jetzt die Art und Weise, wie es antworten soll, in diesem Projekt festlegen, was super hilfreich ist, wenn ich für Kundenprojekte anlege und das quasi nicht für mich mache, sondern für ein Kundenprojekt beispielsweise. Listungen. So, weil das ist etwas, was ich normalerweise nicht mache. Jetzt soll ChatGPT in diesem Fall, aber in diesem Projekt in Stichworten antworten und dann habe ich hier, und das ist auch geil, die verschiedenen Chats quasi zu dem Projekt, kann das Projekt mit einer Farbe auch noch markieren und kann im Prinzip loslegen. Zum professionellen Arbeiten, Projects, eine super Sache und ich bin mir sehr sicher, das ist ähnlich wie mit Slack und diesen ganzen anderen Tools. Das wird sich jetzt über die Zeit immer weiterentwickeln und immer besser werden. Deswegen da würde ich dranbleiben und drauf setzen. Geiles Tool. Was mich zum nächsten Punkt bringt, und da habe ich jetzt lange geschwankt, ist der jetzt hier in der Liste richtig, ja oder nein? Es gab eines der Updates, das war nicht so für End-User super relevant, aber für alle Leute, die sagen, für mich ist das im Business doch etwas, wo ich mich frage, wie wollen wir in Zukunft KI in unserer DNA verwenden? Und das ist definitiv eine Frage, die stellen wir unseren Kunden hier bei Blackboard und die würde ich jetzt euch auch stellen. Wenn ihr sagt, ihr seid Freelancer, fein. Wenn ihr aber ein Business habt, dann überlegt euch, wie wollt ihr das in der DNA verwenden? Und es gibt jetzt die Möglichkeit, dass ihr die
Modelle, die OpenAI anbietet, und das hat nichts mit ChatGPT zu tun, sondern das ist quasi OpenAI Playground, das ist so die Entwickleroberfläche, aber die ist nicht so super crazy, also traut euch einfach mal rauf zu gucken. Es gibt hier die Möglichkeit, dass ihr dort Modelle selber feintunen könnt. Das heißt, ihr passt das Modell für eure Zwecke an. Hier hat die Runde das gezeigt, also ihr seid quasi hier im OpenAI Playground, und der Playground, wie gesagt, keine Angst davor haben, den habt ihr mit eurem Account, ihr könnt den einfach dann öffnen, euch einloggen, dann habt ihr den auch, seht hier an der Seite Sachen wie eure API-Keys, Assistants und so weiter. Und das Feintuning ist relativ einfach, also ihr könnt im Prinzip sagen, da ist ein Modell, ihr habt ein Base-Model, so wie sie es hier zeigen, und ihr könnt dann halt quasi zusätzliche Daten hochladen, um das Modell zu trainieren. Also ihr ladet dann einfach hoch, hier haben sie Beispiele von medizinischen Dokumenten als quasi Trainingsbeispiel. Das wäre das, was ihr Leuten beibringen würdet. Und ihr könnt das hochladen, um das Modell zu eurem Modell zu machen. Und ich finde, das geht unter in dem ganzen Hype um Video, Vision, Sora und so weiter, weil das ist schon etwas, damit kann man halt wirklich eine eigene krasse KI bauen und darauf aufbauen. Warum ist das so wichtig und warum packe ich das in diese Update-Liste mit rein? Ich glaube, wir werden in Zukunft keine Möglichkeit haben, die großen Large Language Models irgendwie nochmal selber neu aufzusetzen und zu sagen, hier, wir bauen unser eigenes. Sondern die sind so groß, dass wir eher darauf aufbauen werden und einen Teil dieses Modells eben feintunen für unsere Zwecke. Das heißt, es ist zwar zum einen ein Competitive Edge, den ihr habt mit euren eigenen Daten, aber vor allem geht es darum, ihr könnt quasi selber das Modell anreichern, wo ihr sagt, okay, das wollen wir für uns verwenden. Und ich sage selbst, Leute, die sagen, boah, mir ist das alles zu krass, sollten sich das zumindest einmal anschauen, was damit möglich ist, dass ihr euch überlegt, was könnte das bei euch bedeuten. Weil ich werde immer wieder gefragt, ja, ich will das von ChatGPT nicht hören, das ist ja bei uns nicht businessrelevant, was ist bei uns mit der ganzen Wertschöpfungskette und den ganzen anderen Themen und so weiter. Denkt einfach mal dran, das ist ein so krasser Schritt, den diese Large Language Models gemacht haben, die uns jetzt in dieses KI-Zeitalter nicht katapultiert haben, aber das Ganze so beschleunigt haben, dass es in unseren Alltag gekommen ist. Was kann das für euch im Business ganz speziell bedeuten? Und damit könntet ihr loslegen, anstatt an irgendwie 1000 anderen Themen wie, weiß ich nicht, Bilderkennung und so weiter zu arbeiten. Das könnte etwas sein. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn das macht wahnsinnig viel Spaß, solche Videos hier zu machen. Und ihr seid der größte und wichtigste Teil davon, dass diese Community lebt. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Ganz klar, GPT Advanced Voice Mode mit Video. Boah, ist das geil. Man macht die Kamera an und man kann sich mit ChatGPT unterhalten. Hier ist gerade das Chaos an meinem Schreibtisch. Hier siehst du quasi mich bei der Aufnahme. Ich hätte gern ein paar Ideen für Lichter, die ich dort ein bisschen besser installieren könnte. Ein paar LED-Lichtpaneele an der Wand könnten eine schöne Atmosphäre schaffen. Könnte dein Gesicht gut ausleuchten. Aber das hier meinst du reicht nicht? Schau mal da oben, siehst du das? Das Ringlicht ist schon ein guter Start. Vielleicht könntest du es noch etwas höher oder weiter zur Seite positionieren, um die Beleuchtung gleichmäßiger zu machen. Das stimmt. Zusätzliche Lichtquellen könnten helfen, Schatten zu reduzieren und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Okay, könnten wir das Thema Körpersprache mal angehen? Ich trete jetzt mal auf. Moment. Und jetzt siehst du mich komplett und ich würde jetzt hier so ein bisschen erzählen auf der Bühne. Deine Körperhaltung ist entspannt, aber ein wenig mehr Bewegung könnte deine Präsentation dynamischer wirken lassen. Um wichtige Punkte zu betonen und bewege dich etwas, um das Publikum zu fesseln. Ich kann jetzt einfach sagen, hey, pass mal auf, das bin ich bin Christoph. Ich mache jetzt eine Sales-Präsentation, schau sie dir mal an und gib mir zwischendurch Feedback. Und es ist so, als wenn mir jemand zuschaut. Das ist wie in dem Film Her, ja, wo der Joaquin Phoenix mit quasi der Samantha in der Tasche, sie guckt ihn aus dem Smartphone raus, rumläuft und man denkt so, was ist das für ein Scheiß, ja? Aber de facto, das ist so. Also es ist wirklich so, als wenn jetzt ChatGPT sehen kann und nicht nur sehen, sondern auch sagen kann, hier, guck mal bitte auf meinen Bildschirm, das ist ein Newsletter, den habe ich gerade entworfen, hat mir mein PR Mischa gezeigt, wie er es gemacht hat, gib mir doch mal Feedback. Und ihr bekommt dann quasi auf das, was ihr dort seht, Feedback. Und ich bin mir super sicher, das wird ein absoluter Standard, an den sich auch unsere Kinder gewöhnen. Wenn wir jetzt sagen, guck mal, das kann die KI jetzt alles machen. Wow, ist das nicht krass? Und die werden sagen, ja, wieso? Ist doch völlig normal. Die finden das dann total normal, weil sie es nie anders kennengelernt haben und weil es sich so unglaublich natürlich anfühlt. Große Gefahr, Privacy und Co. Da geht dann immer eine KI mit drüber, schaut immer mit rein. Also ihr müsst echt aufpassen, was ihr zeigt, was ihr reinladet, wie ihr das Ganze macht. Aber zum Experimentieren, zum Ausprobieren, zum Feedback geben, zum Anleiten. Boah, meine Güte, es ist so ein geiler Modus, dass das jetzt geht. Und das fühlt sich wirklich an wie eine neue Art von Arbeiten mit dem System. Da sind wir wieder bei dem Thema Operating System.
Was ist jetzt der Pro-Mode? Der Pro-Mode hat quasi für die Heavy-User, und ich zähle da definitiv dazu, diejenigen, die sehr viel O1 verwenden, das Modell, was lange Zeit als O1 Preview sehr limitiert war und auch immer noch langsamer im Zugriff, weil es einfach mehr Zeit benötigt, um Optionen durchzurechnen, um quasi den eingebauten Agentic Workflow hinzubekommen. Das Modell habt ihr quasi im Pro-Mode unlimitiert. Und der kostet einfach mal $200. Ihr seht, wenn ihr einen Personal Account habt, den habe ich hier, dann könnt ihr den Pro-Mode abonnieren. Und da steht hier O1 Pro-Mode. So unterscheidet sich das. So sieht das O1 aus, das normale, was ich auch mit meinem Teams-Account habe. Und O1 Pro-Mode ist bestes Reasoning. So, ich habe jetzt den Pro-Mode eingeschaltet und ich bin in der App, deswegen habe ich auch die Möglichkeit zu diktieren. Das ist ein Transkript von einem YouTube-Video von einer Stanford-Vorlesung. Es ist wissenschaftlich ziemlich tief und der Prof, der das erläutert, geht in die Tiefen von Large Language Models. Und ich möchte einen kurzen Absatz von dir, in dem du klar ableitest, was für mich relevant ist, jemand, der sich mit vor allem der Usability von diesen Modellen auseinandersetzt und dem, wie man es anwendet im Business-Alltag. Also was ist für mich wirklich relevant aus dieser Vorlesung? Wenn gar nichts relevant ist, lass es weg, aber versuch die Essenz zusammenzufassen und mir kurz zu erklären, warum du das jetzt siehst. So, und jetzt kann man natürlich sagen, so, das ist keine mathematische Aufgabe, das ist doch alles, das geht jetzt besser, aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe Alltagsaufgaben, um die es bei mir geht und nicht irgendwelche Mathematik-Sachen. Und jetzt sieht man bei Pro tatsächlich hier diesen Denkvorgang. Und ich habe mich schon ziemlich an den gewöhnt, weil bei O1 sehe ich den nicht mehr. Da sehe ich dann immer noch, okay, bin fertig. Und ich glaube, was passiert im Hintergrund, ist, dass diese Interferenzzeit, also wie viel Zeit verwendet wird, um im System was zu machen, einfach erhöht wurde. Das heißt, das Reasoning, was O1 ja als Modell schon macht, im Sinne von, ich zerlege das in Schritte, also dieser Agentic Workflow, der wird, glaube ich, einfach nur noch mal weiter gespielt und die Ergebnisse dann gegeneinander gewichtet. Aber im Detail weiß ich es nicht. Ich bin mal gespannt, was jetzt bei rauskommt. Meine Erfahrungen damit sind sehr gut. Ja, tatsächlich muss ich gestehen, ist das für mich auch, ich habe das ganze Ding geschaut, die Quintessenz gewesen, dass ich gesagt habe, nicht das riesige, beste, neueste, tollste Modell, sondern wie spielt das alles zusammen relevant. Habe ich in dem Video hier auch schon ein paar Mal gesagt und ist für mich auf den Punkt getroffen, was relevant ist. Testen wir das einmal mit 4O. Mal gucken, ob was anderes bei rauskommt. Selber Prompt, selbe Geschichte. Schreibt sofort los. Anders zusammengefasst, aber tatsächlich ist es ein größerer Absatz, es sind wieder Bullet Points, obwohl ich gesagt habe, ich möchte eigentlich keine haben. Und mir ging es wirklich um eine klare Meinung und jetzt nicht irgendwie eine riesen Auflistung. De facto könnte ich es jetzt auch daraus ableiten. Würde ich das Ganze mit O1 rausbekommen? Ich vermute definitiv. Das wird sich wahrscheinlich nicht unterscheiden. Das wird auch schneller funktionieren. Aber ich weiß, dass ich im Pro-Mode einfach endlos Zeit habe, immer wieder nachzulegen. Aber was O1 hier nicht schafft, ist tatsächlich das Übersetzen in meine Sprache. Ich fühle mich beim Pro-Mode deutlich mehr abgeholt, weil es halt viel mehr an meine Sprache rangeht. Ich würde sagen, auf dem Niveau von einem echten CTO mit Reasoning, mit Feedback, auf dem Niveau von einem Top-Coach. Ich weiß nicht, also viele Sachen, die ich täglich habe, die brauchen einfach mehr Zeit zum Nachdenken. Und ich kriege zwar aus GPT-4o relativ schnell eine Antwort und muss dann selber mir überlegen, mit welchen Prompts gehe ich vor. Und wenn ich die Zeit nicht habe, möchte ich was an das Modell schmeißen und sagen, hier, denk mal drüber nach und komm mit einer gut durchdachten Antwort. Die Optionen, die Wortwahl, die Entscheidungsvorlagen sind viel besser. Und es gibt nicht so einen Riesenunterschied zu O1 und O1 Pro. Aber ich merke einfach, in dem Pro-Mode wird nochmal mehr quasi dran gearbeitet. Und mir scheint so, als wenn sie im Hintergrund die Optionen nochmal gegeneinander laufen lassen. Ich weiß jetzt nicht exakt, wie es funktioniert. Aber der Modus ist einfach verdammt gut. Und das ist auch die Grundlage dann für die Nutzung von Sora und anderen Sachen. Problem, es ist ein Personal Account. Das heißt, ich gebe dort keine personenbezogenen Daten ein. Ich gebe dort keine super vertraulichen Sachen rein, sondern Dinge, von denen ich weiß, die kann ich in einem Personal Account verwenden. Auch wenn nicht drauf trainiert wird, das kann man ausschalten. So ist es dann eben so, dass ich die Business-Sachen rein in den Business-Accounts benutze. Und diese Vielzahl an verschiedenen Accounts, muss ich ganz ehrlich gestehen, die nervt mich jetzt schon. Nichtsdestotrotz, der Pro-Mode ist ziemlich geil und ich habe das Gefühl, für die Heavy-User ist das auch das Richtige. Ich wäre ansonsten jeden Morgen an meinem Limit, was ChatGPT betrifft. Auf meinem Top 1 als Highlight ist ganz klar Canvas. Jetzt, wenn ihr sagt, wieso Canvas hatten wir vorher auch schon? Ja, das stimmt. Aber Canvas ist jetzt aus der Beta raus und Canvas ist für mich nach wie vor das Ding, was die Arbeit professionell, wenn es professionell sein soll, mit ChatGPT besser macht
in dem Kontext. Ich finde es eben, wie gesagt, hauptsächlich mittlerweile den spannendsten Arbeitsmodus, wenn ich wirklich Posts schreiben will, Briefings schreiben will und so weiter, weil ich schlichtweg die Möglichkeit habe, hier detailliert durchzugehen. Und jetzt würde ich zum Beispiel bei dem Abschnitt hier gerne, kannst du das noch erweitern, was damit gemeint ist. Den würde ich gerne ergänzen. Mal gucken, ob er das macht. Das heißt, ich kann jetzt Sachen markieren, bekomme nochmal eine zusätzliche Ergänzung, die wird dann umgeschrieben, neu formuliert, was auch immer. Und ich kann halt sehr detailliert reingehen. Und ansonsten bleiben natürlich die normalen gewohnten Canvas-Funktionen wie Bearbeitung vorschlagen, was ich immer gerne mache, ist quasi, als wenn jemand nochmal Korrektur liest, drüber liest. Und der Workflow insgesamt, Dokumente zu erstellen, Vorbereitung zu erstellen, der geht so schnell. Das heißt, ihr könnt viel, viel, viel besser zum Beispiel auch mit Code arbeiten, wo man das eben besser organisieren muss. Ihr könnt aber auch mit ganz simplen Dokumenten besser angreifen. Und das ist das, was ich meine mit KI in der DNA. Denn es geht hier nicht darum, auf Word oder auf PowerPoint KI drauf zu schmeißen, sondern ihr arbeitet in einem Konzept. Und um nicht einfach zu sagen, schreibt mir den Post und schreibt ihn nochmal neu, sondern wirklich fein zu tunen, gehe ich sehr regelmäßig rein in bitte hier nochmal überarbeiten, da nochmal feinschleifen und so weiter. Und das braucht es im Arbeitsalltag. Das ist etwas, das ist völlig normal. Und das finde ich relativ schwierig, darauf zu verzichten in Zukunft. Das heißt, Canvas ist für mich nach wie vor, weil es jetzt ausgerollt ist, an Platz Nummer 1 im Arbeitsmodus mit ChatGPT. Und das wird etwas sein, an das wir uns gewöhnen werden. Insofern bin ich gespannt, was die anderen machen, wenn sie dann nachziehen. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Es ist verdammt viel los bei OpenAI. Ich weiß. Und ich werde auf jeden Fall schauen, dass wir auch Updates machen zu den anderen Anbietern wie Google, wie Microsoft und so weiter. Da ist auch einiges los gewesen. Also, Weihnachten steht vor der Tür. Man merkt, Jahresendspurt, da will man alles nochmal durchziehen. Und das gilt auch für uns. Bleibt dran, abonniert den Kanal, denn es kommen weitere Videos auch über die Feiertage. Wir haben einiges produziert und es wird ziemlich nice. Wenn ihr gerade nächstes Jahr weiterhin supercharged arbeiten wollt, ist euer Kanal. Empfehlt das Video weiter und kommentiert genauso professionell, wie der Promote hier das auch machen würde. Danke fürs Zuschauen.